Hallo und willkommen zurück. Im letzten Video haben wir gesehen, wie wir mit Docker Compose mehrere Container verwalten können. Wir haben unseren Nginx Webserver mit Docker Compose abgestartet und mit Docker Compose Down wieder beendet. Aber dabei ist uns vielleicht ein grundlegendes Problem noch gar nicht aufgefallen. Was passiert eigentlich mit den Daten, die in unseren Containern erzeugt oder geändert werden? Heute schauen wir uns eine Methode des Datenmanagements an, Bind Mounts. Um zu verstehen, warum wir überhaupt eine Lösung brauchen, müssen wir das Problem erst einmal live erleben. Container sind von Natur aus vergänglich. Das ist kein Fehler, sondern ein zentrales Designprinzip. Ein Container sollte jederzeit zerstörbar und aus seinem Image neu erstellbar sein, ohne dass wichtige Zustände verloren gehen. Hier haben wir wieder unsere Nginx-Konfiguration. Ich wechsle in den Ordner Webserver und ich starte die Webserver. Der Container läuft. Jetzt wollen wir eine Datei in diesem Container ändern. Dazu nutzen wir den exec-Befehl, den wir schon kennen, um eine interaktive Shell im Container zu öffnen. Wir sind jetzt drin. Der Standardordner für die Webinhalte bei Nginx ist user share nginx html. Das heißt, ich bewege mich in diesen Ordner und an dieser Stelle erstelle ich eine Testdatei. Das heißt, ich schreibe jetzt hier echo, diese Datei wurde im Container erstellt und das Ganze speichere ich ab in eine test.html. Jetzt sehe ich hier, wenn ich ls ausführe, ich habe die index.html und ich habe die test.html. Wir überprüfen das Ergebnis im Browser. Das heißt, ich gehe jetzt hier zu der Seite. Und was ich mache, ist hier einzufügen test.html und wir sehen, es funktioniert. Unsere Änderung ist live und die Datei wird aus dem Container herausgeladen. Jetzt gebe ich hier ein Exit. Jetzt stoppe ich die Container. Sudo docker compose stop und ich starte sie wieder mit sudo docker compose start. Und jetzt besuche ich die Seite nochmal und lade sie neu. Und es ist alles noch in Ordnung. Aber jetzt kommt der entscheidende Moment. Wir simulieren einen Neustart oder ein Update der Anwendung, indem wir die Umgebung mit sudo docker compose down komplett herunterfahren. Der Container ist weg. Wenn wir ihn jetzt wieder starten, erstellt Docker einen brandneuen sauberen Container aus dem originalen Nginx-Image. Das heißt, ich gebe ein sudo docker compose up-d. Der Container läuft wieder. Was ist nun mit unserer Datei? Ich lade die Seite neu. Ich bekomme einen 404-Fehler. Alles weg. Und das ist die Vergänglichkeit von Containern. Jede Änderung innerhalb des Containers geht verloren, sobald der Container entfernt ist. Für Datenbanken, Uploads oder Konfigurationsdateien ist das wohl eher unpraktisch. Die Lösung für dieses Problem ist, die Daten aus dem Container auszulagern und sie auf unserem Hostcomputer zu speichern. Die direkteste Methode dafür ist der Bind Mount. Ein Bind Mount könnt ihr euch wie einen direkten Tunnel zwischen einem Ordner auf eurem Computer und einem Ordner im Container vorstellen. Es sind nicht zwei getrennte Ordner, die synchronisiert werden, sondern der Container eures Computers wird zum Ordner im Container. Sie sind ein und dasselbe. Jede Datei, die ihr auf eurem PC in diesen Ordner legt, erscheint sofort im Container. Jede Datei, die der Container in diesen Ordner schiebt, landet sofort auf eurem PC. Das klingt alles erstmal gut, aber wie setzen wir das ein? Wir legen jetzt hier im Ordner Webserver einen weiteren Ordner an, den nenne ich jetzt an dieser Stelle Source und da kommt unsere index.html rein. Jetzt bearbeite ich hier die index.html und gebe ein hier h1 Hallo aus meinem lokalen Code. Jetzt speichere ich die Datei ab. Jetzt passen wir unsere compose.yaml an. Wir fügen einen Volumes-Abschnitt hinzu. In den Webserver packen wir noch ein Volumes und die Syntax der Volumes ist immer Hostpfad Doppelpunkt Containerpfad. Genauso wie es auch bei den Ports der Fall ist. Hier an dieser Stelle gebe ich an den Ordner Source. Der Punkt Slash
steht für das Source-Verzeichnis direkt hier, wo die Compose-YAML liegt. Das ist ein relativer Pfad. Wir mappen ihn auf den Nginx Web-Ordner im Container. Das heißt, hier geben wir wieder ein User share Nginx HTML. Der Vorteil von einem relativen Pfad ist, jeder im Team kann dieses Projekt herunterladen und es funktioniert sofort, egal wo er es auf seinem Rechner gespeichert hat. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, dass die compose.yaml und der Source-Ordner sich im gleichen Ordner befinden. Jetzt starte ich noch einmal die Anwendung und schaue mir hier im Browser den Webserver an, aber nicht die test.html, sondern die index.html. Und hier sehe ich Welcome to Nginx, was aber daran liegt, dass ich den Container nicht neu gestartet habe. Ich stoppe noch einmal den Container und jetzt starte ich noch einmal den Container. Und jetzt gucke ich mir noch einmal hier die Nginx-Seite an und jetzt sehe ich hier Hallo aus meinem lokalen Code. Und jetzt ändere ich hier in der index.html den Inhalt und schreibe jetzt hier rein live update und speichere die index.html ab, lade die Seite neu und habe hier sofort das Update mit drin. Das heißt, wir brauchen keine Neustarts, kein Docker-Build. Nginx im Container liest direkt aus unserem Source-Ordner auf dem Host-System. Wenn diese Anwendung nicht auf unserem Computer oder Server läuft, sondern beispielsweise auf einem NAS, dann wollen wir, dass die permanenten Daten an einem ganz bestimmten festen Ort liegen. Für diesen Zweck verwenden wir absolute Pfade. Sie beginnen immer mit einem Slash und definieren einen exakten Ort auf dem Host-System. Das heißt, statt jetzt hier einzugeben ./source, könnte ich mir hier auch angucken, wo ich mich gerade befinde. Ich gebe jetzt hier ein pwd und ich sehe, ich befinde mich hier im Pfad Home Deployen Web Server. Das heißt, wenn ich diesen Pfad hier nehme, kann ich auch statt des Punktes eingeben /home/deployen/webserver/source und diesen Ordner in user share nginx html binden. Und das ist genau das Gleiche. Wichtig ist, Docker erstellt diesen Host-Ordner nicht immer automatisch. Vor allem nicht, wenn tiefere Verzeichnisse nicht existieren. Deshalb ist es gute Praxis, diesen Pfad hier auch wirklich zu erstellen, den man hier angibt. Das heißt, wenn ich hier einen anderen Ordner nutzen möchte, ich kopiere mir mal diesen Block und füge ihn hier ein. Jetzt muss ich auf die Einrückung achten. Und wenn ich jetzt hier eingebe, anderer Ordner, dann sollte ich auch diesen anderen Ordner auch wirklich anlegen. Das heißt, ich müsste mich hier in den Webserver-Ordner bewegen und andere Ordner anlegen. Diese Konfigurationsdatei ist nicht mehr portabel, aber perfekt für einen einzelnen Server, wo alles seinen festen Platz hat. Zuletzt gibt es noch eine kleine Abkürzung, die ihr oft sehen werdet. Und zwar ist es der Pfad mit der Tilde. Die Tilde ist unter Windows und macOS eine Abkürzung für das Home-Verzeichnis. Hier seht ihr schon bei mir, da steht, ich befinde mich im Verzeichnis tilde/webserver. Wenn ich eingebe cd tilde, dann befinde ich mich in meinem Home-Verzeichnis. Das kann sehr bequem sein für persönliche Projekte. Das heißt, ich kann hier statt dieses Pfades auch Home Deployen ändern in tilde/webserver/anderer Ordner und das Ganze binden. Der Vorteil ist die Bequemlichkeit. Der Nachteil ist auch hier, ist es nicht 100%ig portabel. Wir haben jetzt die Stärken von Bind-Mounts gesehen. Aber sie haben eine Eigenschaft, die viele Fehler verursacht. Bind-Mounts sind rücksichtslos. Sie überschreiben blind, was auch immer sich im Container am Zielort befand. Wir haben gesehen, dass das offizielle Nginx-Image bereits im Standardordner die zwei Dateien hatte, index.html und 50x.html. Was passiert, wenn wir jetzt einen leeren Ordner, also zum Beispiel diesen anderen Ordner, in user share nginx html binden? Ich stoppe erstmal alle Container mit sudo docker compose down, aber natürlich aus dem richtigen Ordner heraus. Jetzt sind die Container gestoppt und jetzt möchte ich die wieder starten. An dieser Stelle ist die Frage an euch, was glaubt ihr, sehen wir gleich im Browser, wenn wir die URL mit dem Port 8081 besuchen?
Kommt eine Welcome to Nginx Seite, weil die Image-Daten ja da sind? Oder gibt es eine Fehlermeldung, weil unser leerer Ordner die Image-Dateien verdeckt? Oder gibt es gar nichts, weil es ein leerer Ordner ist? Ich stoppe nochmal die Container, ich starte nochmal die Container, jetzt starte ich die Seite und ich sehe hier eine Fehlermeldung, weil der Bindmount legt sich wie eine Decke über den Zielordner im Container und versteckt alles, was im Image an dieser Stelle war. Fassen wir zusammen. Bindmounts sind das perfekte Werkzeug, um Live-Code zu entwickeln oder Daten an einen festen Ort auf einem Server abzulegen. Wir haben gelernt, zwischen relativen, absoluten und Tildefaden zu unterscheiden. Aber sie überschreiben den Inhalt des Zielordners im Image bei der Erstellung. Und genau dieses Problem des Überschreibens löst die zweite Methode des Datenmanagements in Docker, die Named Volumes. Diese schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn du das nächste Video nicht verpassen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde mich ein Like freuen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. One command and I'm alive. Contain